Konzernrekrut, Konzernsoldat. Hier ist Wasser. Guck mal, Wasser. Hier können wir mal Wasser lassen. Platsch. Platsch. Okay. Kennst du das Spiel? Zufällig? Was ist das hier? Das wollte ich mir noch angucken. Eine Staufel schälen. Stehlen. Schälen vor allen Dingen. Ich schäle die Staufel. Ich muss da rein. Edgewater. Ob das so gut ist, mit der Waffe hier rumzurennen, so? Oh, das erinnert schon ein bisschen an Reach an. Ja, auch an Fallout. Vielleicht ein bisschen an Bioshock. Öffnen. Hallo? Hallo? Nein, ich stehle nicht. Aha. Überbrückungskontakt. Ist hier einer? Geht's weiter? Ja. Hallo, ist hier einer? Kann man die Tür nicht zumachen? So. Die Schaufel brauche ich nicht. Das brauche ich. Das brauche ich. Das brauche ich. Schlafen? Nein. Brauche ich. Ah, den kann ich knacken. Ich habe 3 von 3. Brauche ich, aber ich... Ich weiß jetzt nicht, wen ich beklaut habe, aber es hat gut getan. Ne? Hier war was Rotes. Ich habe den Friedhof entdeckt. Hier sind Särge. Hallo? Terminal benutzen? Aha, das geht so einfach. Ich hab Angst, dass ich hier irgendwas... Da brauche ich. Ich muss mehr hacken können. Triptets. Ich nehme nur technisches, wenn denn technische Dinge mit. Oder sowas. Was ist das? Vorzeitiger Ruhestand. Willst du deinen Luxus im Komfort ausleben? Träumst du davon, unter den Bögen Byzantiniums hindurchzuschreiten? Der vorzeitige Ruhestand ist nun endlich da. Der vorzeitige Ruhestand ist deine Fahrkarte nach Byzantium. Achso. Der vorzeitige Ruhestand ist nicht das Geschenk des Vorstandsvorsitzenden Rockwell und des Ministers Clark an dich. Die Teilnahme an vorzeitiger per Lotterie. Gewinner erhalten einfach eine voll bezahlte Reise zu ihrem neuen Leben im Byzantium, dem Juwel von Halcyon. Oha. Man macht die Türen immer hinter sich zu. Hier ist keine Tür. Da soll ich jetzt rein. Oh. Emerald Val. Hi. Das ist tatsächlich eher Reach hier, ne? Nein. Hier kann ich reingehen. Ich kann mit der reden. Konzernwache. Keep your distance, friend. Sick house is no place for a traveler. Das ist das Krankenlager. Woran sehe ich, dass das Krankenlager ist? Hä? Something outside the walls today. Nothing for us outside those walls. You ought to know that. Die leben nur in dieser Stadt hier. Das scheint ein Saloon zu sein. Die Kantine. Hallo, Esther. I've got some time. Was tust du hier? Ich habe gerade ein wenig Zeit. Oh, I'm an actuary. That means I keep tabs on a worker's living expenses. How much it costs to feed, clothe, shelter, bury, and replace your average human worker. Technically, I'm employed by the Spacer's Choice Department of Human Resources.
Okay. Die Mitarbeiter sind Eigentum des Konzerns. Kommt mir bekannt vor. Gibt da einen Unternehmer, der möchte immer, dass die Kinder seiner Mitarbeiter auch bei ihm arbeiten. Das gefällt mir eigentlich gar nicht so gut. Damit stapelt man Gabeln. Was ist mit dir? Eine Konzernwache. Ich gehe da noch nicht hin, wo ich hingehen soll. Ich muss gucken. So, können wir laufen. Wenn ich jetzt alle töte, werde ich dann 3? Vielleicht gibt es ja auch einen Laden, dann kann ich ja auch mal ein paar Sachen verkaufen. Oder hier gibt es auch noch... Gibt es hier jetzt eigentlich einen Schnellreisepunkt? Ich bin hier drin. Guten Tag. I'm sorry. I'll just be a minute. You had a minute. Next one comes out of your pay. Ease off the threats, friend. I'm going. Boss's orders. We all got quotas to make. Wir haben alle eine Quote zu erfüllen. Ja. Ich will nur gucken, ob hier noch was zu gucken ist. Komisch hier. Hi. Darf ich hier sein? Oh, da war wer. Hi. Darf ich hier sein? Da war wer. Das erinnert mich auch an Breach. Da fuhr man auch mit dem Fahrstuhl. Ja. Dann musst du das als E-Book lesen. Stell dich nicht so an. I'm sorry, Mr. Thompson, sir. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. I'm Reed TOBSON, Outpost Administrator. I must say, wearing a marauder's outfit is in very poor taste. I do wish you'd show your uniform a little more respect. Of course not. I don't have that kind of luck. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Ja, dann nimm ein Buch in der Hand und leg da das Tablet rein. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. Stell dich nicht so an. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go.
and that it's time her band of deserters came back to town. Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership. I am asking you to help us survive. Edgewater needs more workers or we will collapse. Du kannst doch selber We belong arbeiten. to one community, the Spacer's Choice family. If we dissolve into factions, then we will all perish separately. Adelaide will understand that. Of course, I understand completely. Here, let me give you the passcode to the geothermal plant. A sign of good faith for so politely listening to me as I ramble on. Are you setting off for the Vale? Because I know my way around. I mean, in case you want a guide. I mean, if that's all right with you, Mr. TOBSON. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. Oh, wir sind nicht mehr allein. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Begleiter. Du hast einen Begleiter gefunden. Feuerschutz. Inspiration. Kann ich dich erschießen? Ich mag den nicht. Ich mochte den damals auch nicht. Du Typ. Deine Blumen sind vertrocknet. Nicht mit der reden. Du sahst aber eben noch besser aus. Das ist hier übrigens Ultra, ne? Mehr geht nicht. Aha. Kann ich dir was klauen? Nein. Hä? We better clear out of Mr. TOBSON's office before we talk. Mal gucken, ob's klappt. Oh! Oh! Hey, mister, can we talk? Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. TOBSON has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. Mhm. To Mr. TOBSON, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. Miss McDevitt? Oh, gosh, no. She was a real important person. A flavorist. Made all the food taste decent. Ah, so. She used to work up in the big office with Mr. TOBSON. All I know is she left after her son died. It was a real big to-do. I could hear them both yelling clear from my own place. Can't say as I know. I wasn't there. The sound carried, but not the words. If Mr. TOBSON ain't of a mind to tell you his own self, you'd best ask Miss McDevitt, if he can get out to her. I don't know anybody well. I mostly listened to them talk, kept my head down. There was a boy named Thomas who used to follow me around, asking questions about the stuff I fixed. He was real sweet to me. Not any sort of dissident. Life's hard here, especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. TOBSON's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Ah. Worüber wird darüber ein Stromschalter? Wo finde ich den? Wo finde ich ihn denn? The mission's on the east side of town. Ich glaube, da haben wir schon davor gestanden, da wollte ich nicht On reingehen. account of it being the only clean thing. Thanks, mister. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it.
That's what my dad used to say anyways. Ich weiß schon, wem wir helfen. Egal, was das für Konsequenzen sind. Die dritte. Hier stehe ich nicht, hier sind Zeugen. Ich denke, ich werde den Deserteuren helfen. Ich glaube, ich habe das damals auch gemacht. Botaniklabor. Vikar Max. Kommst du mit? Wir müssen mal zum Vikare Max. Und den werde ich jetzt mit der Waffe bedrohen. I've always felt weird in here. Mit der Waffel. Clean. Hallo Vikar. Ich habe hier eine Waffel. Und ich habe auch einen an der Waffel. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max if you're the sort who prefers brevity. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Just tagging along, Vicar de Soto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling, this season's tossball predictions, the quickest way out of town. Parvati wollte mit dir reden? Da war Hunden, der das wohl wusste. Ich gehe gleich What? los hier. I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. TOBSON asked you to do? Depriving them of safety from the marauders and wildlife. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. They rejected the order of society and live beyond the walls so thoughtfully provided by our Spacer's Choice patrons. Does that strike you as a responsible life choice? Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Not if things are left to stand as they are. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might assume. One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down banned heretical texts. I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. However, the collector's residence lies outside the town's walls. My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. Should you fare better than me, I'd pay a handsome sum for the book. Mhm. Eine ansehnliche Summe? It's a handwritten journal. A faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? Thank you. If you retrieve it, you can always find me here. Oh, wir kriegen Aufgaben. Nur nicht hier. Spacer Choice Kantine. Wir sollten doch hier noch nach Leuten suchen. Bewohner. Wo sieht man denn hier? Hier ist ein Journal. Bis ins Grab. Aufgabe. Treibe Konrads Gradgebühren ein. Wie wählt man die denn aus? Nochmal. J. Ja, so wählt man die aus. Wir machen erstmal das hier, ne? Erstmal das, was hier naheliegend ist. Dann ist das hier gleich erledigt. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Ich hoffe. Guten Tag, Herr Bachmann. Hörst du auf? 12 Meter. Hier drinne. Yes, Mr. Thompson. I'm fine, Mr. Thompson. Never been healthier. Hä?